steht wie eine 1. Win, win, win. Warum mache ich eigentlich dieses Video? Das ist normal. Eigentlich eine ganz normale Säge. Zack, boah, 12 Kilo. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt wollen wir sie aber, boah, Leute. Hier gehst du mal mit dem feuchten Beutel nochmal rüber und dann ist das glatt. Ich bin ja der große Mann und ich mache das alles mit einer Hand hier. Nicht Salami schneiden. Ich möchte Dinge kaputt machen. Chipknappheit, Bohrerknappheit. Wie viel Joule hat denn das Gerät eigentlich? Sagt ihr einfach alle. Riesenteil, wunderschön. 80 Volt Gerät. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und das sind keine optischen Täuschungen. Es ist nicht so, dass das Gerät hier nur größer dargestellt wird. Nein, es ist wirklich so groß. Wir haben hier ein 355 mm Sägeblatt und das hier ist wirklich eine Handkreissäge. Ja, es ist eine Handkreissäge. Und das werden wir uns heute mal anschauen. Und das hier ist wirklich ein kleiner, schnuckliger Bohrhammer. Auch den werden wir uns heute mal angucken. Hier 80 Volt, 20 Joule Schlagenergie. Wir wollen einfach mal heute nur eine Sache machen, nämlich Spaß haben. Und wie immer verlosen wir wieder etwas, und zwar einen 250 € Einkaufsgutschein unter allen Kommentaren hier unter diesem Video. Und schreib doch mal einfach, was ist deine Meinung zu den Geräten und was hättest du damit getestet? Warum mache ich eigentlich dieses Video? Das frage ich mich so ein bisschen auch. Denn wir haben hier heute zwei komplett verrückte Geräte hier. Und um ehrlich zu sein, wir machen das Video, weil ich einfach Lust hatte, das Gerät hier mal in die Hand zu nehmen und damit zu sägen und mit dem Gerät hier mal irgendwie ein bisschen Abbrucharbeiten zu leisten. Denn normalerweise, das ist eine Handkreissäge. Ich hatte das schon mal in der Hand, hier, Handkreissäge, ja, echte Relation, riesig. Und das hier ist eine normale Handkreissäge. Das ist normal. Das ist nicht normal. Für euch nochmal hier zum Vergleich. Das da ist die normale Säge und das ist die Säge, die wir heute mal ausprobieren wollen. Darum geht es nämlich, ich wollte damit auch ordentlich mal schneiden. Und das hier ist ein normaler Bohrhammer und das hier ist der andere Bohrhammer. Und das ist sogar schon ein halbwegs großer Bohrhammer. Ja? Und wir haben hier wirklich Geräte der absoluten Monsterklasse. Hier ein Gerät ohne Akku, ganz normales Kabelgerät. Das gibt es mit Akku gar nicht. Und hier haben wir ein 80 Volt, richtig, 80 Volt Bohrhammer, mit dem wir heute ein bisschen Spaß haben werden. Aber wir machen eins nach dem anderen und fangen jetzt einfach mal erstmal mit der Säge an, gucken uns die an und dass wir endlich mal sägen können. Kommen wir mal zu unserem Prachtstück hier, unserer kleinen Handkreissäge, die ich ja schon ein bisschen hochgestellt habe. Moment, ich stelle sie mal wieder runter. So, unser kleinen, aber feinen Handkreissäge, die wir hier haben. Mann, oh Mann, oh Mann. Also es ist wirklich, es sieht schon lächerlich aus, wenn man die beiden hier so nebeneinander hält, oder? Irre, also wirklich irre. Und was macht diese Säge eigentlich? Wir haben hier ein Sägeblatt mit 355 mm Durchmesser. Nochmal, über 35 cm Sägeblatt. Hier haben wir, glaube ich, einen 190er oder so. Lass mal gucken, 190, genau. Und das reicht eigentlich für alles, was man normalerweise macht. Aber darum geht es auch. Hier sind wir natürlich wirklich im professionellen Bereich, also offensichtlich, und in einem Bereich, wo man schon interessant große Stücke schneidet. Denn wir haben hier eine maximale Schnittleistung im 90-Grad-Winkel, so wie es jetzt eingestellt ist, von 130 mm. Das heißt, wir können 13 cm Holz in einem Schnitt einfach so mal wegschneiden. Was die Säge auch noch ausmacht, ist, wir haben 2200 Watt und wir haben 2700 Umdrehungen. Ansonsten ist es eigentlich eine ganz normale Säge. Ja? Lass uns die mal ganz kurz anschauen. Und zwar ist es so, erst einmal, wir haben hier sogar einen Anschlag mit dabei. Das können wir hier lose drehen. Und dann, ich hoffe, dass wir das hier abkriegen, jetzt so von der Seite. Ach, hier, und nochmal hier, na klar. So, wir haben das mit dabei. Und gefühlt wiegt das schon so viel wie hier die ganze Säge. Also es ist extrem massiv. Das ist schon ein ordentliches Stück Technik, was wir haben. Das können wir jetzt umdrehen, damit wir hier, ja, ihr seht das hier ist der Anschlag, ja, hier an der Stelle. Wir können das Ganze jetzt umdrehen und dann so hier anbauen. So, und dann können wir, ich mache es noch ein bisschen weiter, dann könnten wir entsprechend hier an der Kante entlang sägen. Ja? Oder ich versuche es mal anzudeuten, ja, genau so, und jetzt schauen wir mal, und dann könnte ich jetzt hier so an dieser Kante entlang arbeiten. Aber bei der Dimension, die wir haben,
schwierig. Wir machen das jetzt mal ohne. Das ist Nummer 1, was man euch so mal so zeigen kann. Erstmal schauen wir uns die Säge mal von unten an, und zwar hier. So. Ihr seht hier, wir haben hier einen massiven Tisch. Ja. Was wir nicht haben, ist eine Schiene für, das wäre wirklich lustig, eine Schiene, also für eine Führungsschiene. Da haben wir keine Fräsung, kein gar nichts. Das ist also eine 100% handgeführte Maschine. Natürlich kannst du dir hier irgendwo mit dem Anschlag helfen oder kannst hier auch einen Anschlag hier ransetzen oder. Aber es gibt keine Führungsschiene dafür. Was wir hier aber sehen, wenn wir mal von hier schauen, ist Folgendes. Übrigens, die Maschine ist ausgezogen, ja? Nicht irgendwie am Sägeblatt rumspielen, wenn die Maschine eingesteckt ist. Und zwar sehen wir hier hinten ja, einen Führungskeil, ja, den wir haben. Ein Spaltkeil oder Führungskeil, je nachdem, wie ihr es bezeichnen wollt, der hier mit dabei ist. Und bei den Querschnitten, mit denen wir hier arbeiten, kann das auch durchaus sinnvoll sein. Ja? Also wenn sich irgendwo ein Holz da ein bisschen Spannung drin ist, bei 12 cm, da habt ihr bei der Säge schon eine Menge Spaß. Oder auch nicht. Ihr wisst, was ich meine. So, gucken wir uns aber mal die andere Seite an. Zack, boah, 12 Kilo. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. So. Und hier haben wir Folgendes. Nummer 1, ich habe hier diesen Hebel. Damit kann ich den Sägeblattschutz nach vorne schieben, wenn die Säge nirgendwo aufsteht. So. Oh, das ist aber auch hier. Ja. Dann wird der Schutz hier weggependelt. Für euch aber viel interessanter ist der Knopf hier. Ich kann hier das Ganze hochziehen. Dann kann ich die Säge hochziehen. So. Und dann kann ich es befestigen, um entsprechend die Höhe einzustellen. Aber was du hier siehst, ist, die minimale Schnitthöhe sind schon 5 cm. Ja? Also wir haben hier 5 cm Schnitthöhe und das Ganze geht dann hier entsprechend hoch bis auf 13 cm. Das heißt, wenn du irgendwas sägen möchtest, kleiner als 5 cm, nimm was anderes. Nimm vielleicht was Vernünftigeres dafür. Dafür ist es nicht gedacht. Ja? Also man merkt allein daran schon, diese Säge ist wirklich für riesige Dinge, ja, für riesige Holzkonstruktionen, um dort entsprechend zu arbeiten. Das andere ist ganz klassisch, wie du es kennst, kannst du hier den Winkel einstellen und kannst hier ganz normal dann hier das Ganze einstellen auf, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 und so weiter Grad. Moment, hier geht es ja bis 60 Grad, das will ich sehen. Und wir sehen, bis auf 60 Grad können wir das Ganze hier einstellen. Jetzt geht es nur, weil ich es nicht halten kann. Also schon erstaunlich. Jetzt wollen wir sie aber... Boah, Leute. Also 12,5 Kilo, so unhandlich. Die Säge, also wenn du diese Säge benutzt, ja, das musst du auch wirklich wollen. Und ich will. Und ich habe richtig Lust, jetzt hier mal auszuprobieren. Erstens, ob die Späne wirklich hier rauskommen, weil bei der großen Säge bin ich echt gespannt, ob der Spanauswurf hier auch funktioniert. Aber vor allem werde ich jetzt mal sägen. Sägen und mal gucken, wie sich das anfühlt. Ich bin echt gespannt. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ha. Mann, oh Mann, das ist mal echt eine Säge. Wir mussten uns übrigens hier ein bisschen zu helfen wissen, weil so großes Holz hatten wir gar nicht hier. Also erstmal, ich habe ja das Ganze hier von der Stirnseite erst einmal gesägt und da sieht das Ganze so aus. Ja? Das erste, was wir sehen, wir haben relativ viele Ausrisse. Ja? Hier an der Stelle ist dem Sägeblatt und der Säge entsprechend geschuldet und auch, dass sie im Verhältnis relativ, also für die Größe, glaube ich, relativ langsam dreht. Aber interessant ist, das ging wie Butter durch. So. Man hat es gar nicht gemerkt, der größte Widerstand, den man überhaupt hatte, war hier der Spaltkeil.
den wir hier an der Seite, nicht der Spaltkreis, sondern die Schutzhaube. Ja? Wenn die zurückpendelt, muss man ein bisschen Energie aufwenden. Das hat echt gut funktioniert. Was übrigens auch gut funktioniert hat, war das Thema Spanauswurf. Wir haben es natürlich extra ohne Absaugung gemacht, damit ihr den Spanauswurf sehen könnt. Wir haben es nicht vergessen. Nein, 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 nein. Und wenn wir uns jetzt mal diesen Schnitt hier angucken, ja, wir haben hier eine amtliche Höhe von 12 cm. Also wirklich 12 cm Höhe, die wir hier einfach so jetzt hier mal durchgeschnitten haben, mit einer Handkreissäge. Das ist schon echt der Hammer. Und das ist wirklich der Schnitt, so wie wir es gemacht haben. Wir haben das Stück Holz hier einfach mal abgerissen, damit ihr das mal sehen könnt, wie das hier vorne aussieht. Weil, ich nehme es jetzt mal zur Seite. Ihr seht hier wirklich ein tolles Schnittergebnis. Das ist echt erstaunlich. Also hier seht ihr erstmal, wie jetzt das Ende war. Ja? Und schaut mal hier. Vielleicht kommen wir mal hier auch von der Seite her und sehen, das ist wirklich schön. Ja? Überhaupt kein Thema, keine großen Sägespuren, kein gar nichts. Also ich würde sagen, hier gehst du mal mit einem feuchten Feutel nochmal rüber und dann ist das glatt. Ja? Nee, also ich denke mal, wenn du hier mal ein, zwei Mal mit dem Exzenter rüber gehst oder mit dem Bandschleifer, dann wäre das schon eine wunderschön glatte Oberfläche. Was ich überhaupt nicht gedacht hätte bei diesem Monster an Säge. Sie ist wirklich vibrationsfrei, gleitet einfach hier durchs Material, man muss sie nur halten. Also die 12 Kilo Masse, die man hier hat, die tragen natürlich auch dazu bei, dass sie einfach von sich selbst aus schon eine gewisse Stabilität hat und auch ausstrahlt. Mein Tipp auf jeden Fall, wenn du so eine Säge mal benutzen solltest, immer mit 2 Händen. Ja? Also komm jetzt nicht und sag, ich bin ja der große Mann und ich mache das alles mit einer Hand hier. Bitte führe die mit 2 Händen. Allein auch schon, damit du es in der Hand hast, falls es doch mal ein Kickback geben sollte. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir alle nicht haben wollen bei der Säge. Eine Sache, die ich vorhin nicht gesagt habe, und zwar der Preis. Was kostet sowas eigentlich? Und ich muss sagen, im Verhältnis zu so einer Säge ist die gar nicht so teuer. Wir haben hier einen Preis von rund 550 €. Aber wenn du dir das im Verhältnis zu anderen Werkzeugen überlegst und dem, was wie du hier kriegst, du bekommst ja wirklich ein absolutes Sägemonster, sind 550 €, finde ich schon ganz okay. Wenn dich dafür interessierst, schau mal unten in den ehrlichen Preisvergleich, in der Videobeschreibung, da findest du das Ganze. Übrigens das Sägeblatt, was du hier drauf hast, Tim, ja, das ist auch schon ein qualitativ hochwertiges Blatt. Das ist Carbide besetzt, das heißt wirklich hochfeste Zähne, die wir haben, die natürlich auch ein bisschen einerseits was aushalten, aber auch schon länger halten als so ein einfaches Sägeblatt, einfach was wir drauf haben. Da hat Makita schon darauf geachtet, dass du hier gleich ein Komplettpaket dazu bekommst. Und ich glaube, auch dieses Sägeblatt bekommst du nicht unbedingt in jedem Baumarkt. Bitte schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr das Gerät spannend findet oder spannend fandet. Weil ich habe das irgendwann einmal im Katalog gesehen und habe gesagt, das möchte ich mal in der Hand haben, das möchte ich mal ausprobieren, ich möchte mal wissen, wie sich das anfühlt. Schreibt auch mal unten in die Kommentare, was denkt ihr, wofür würdet ihr das hier benutzen? Und ich sage mal so, nicht Salami schneiden, weil sie müsste auf jeden Fall dicker als 5 cm sein. Egal. Spannendes Thema. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar hier unser großer Bohrhammer, der auch ein amtliches Gewicht hat. Ich zeige euch mal relativ kurz das Gerät, weil ich möchte nach draußen und ich möchte Dinge kaputt machen, denn ich glaube, dafür ist der hier auch angetreten. Kommen wir mal zum Thema Zahlen, Daten, Fakten. Nummer 1, der Preis, 720 €. Falls dich dafür interessiert, schau mal unten in den ehrlichen Preisvergleich. Solltest du auf jeden Fall machen, weil das Gerät ist noch neu auf dem Markt. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, ob sich das nach unten entwickelt, nach oben, wie auch immer. Werden wir sehen. Chipknappheit, Bohrerknappheit, keine Ahnung, was auch immer. Nummer 1. Nummer 2, wie viel wiegt das Ganze? 14 Kilo, etwas über 14 Kilo. Nummer 3, wenn euch jemand fragt, Mensch, wie viel Joule hat denn das Gerät eigentlich, sagt ihr einfach alle. Alle Joule haben wir hier, also wie viel Schlagenergie haben wir? Wir haben über 21 Joule Schlagenergie, die hier vorne ankommen. Was ist das hier vorne eigentlich? Wir haben hier ein SDS Max Bohrfutter, also kein normales Bohrfutter mehr, sondern hier SDS Max. Ich hoffe, das kriegt die Kamera irgendwie so halbwegs hin. Ist schon echt ein Riesenteil. Ja, also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Brauchen wir natürlich auch, um hier diese Energie, die hinter ist, auch zu übertragen. Ich glaube, wenn wir hier ein normales SDS reintun würden, könnte es irgendwann sein, dass wir das wirklich auch kaputt schlagen. Ja? Riesenteil, wunderschön. Dann das Ganze, weil wir hier einen Meißel drin haben, ist ja nicht nur da, um zu meißeln. Du hast hier 2 Möglichkeiten. So, oh. Schaut mal hier, wir können einmal auf Meißeln stellen, hier an der Stelle, Meißeln. Dann können wir es hier auf Bohrmeißeln stellen und wir können hier auch den Meißel entsprechend einstellen. Schaut mal, wenn ihr jetzt einen Flachmeißel habt und da steht irgendwie so, wollt ihr den ja irgendwo hin einstellen. Diese Einstellung also geht hier auf diese Position und dann könnt ihr ihn entsprechend drehen.
Ja, ich zeige euch das mal, drehen, 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 wo ihr es in haben wollt. Und dann stellen wir es wieder auf Meißeln und dann, ja, dann ist er fest. Tolle Sache. Hatten früher die Geräte nicht und jetzt könnt ihr euch das so einstellen, wie ihr das wollt. Aber was ist eigentlich der Clou? Ja, es gibt noch zwei Dinge, die ganz wichtig sind, denn wir haben hier kein Kabel dran. Boah, 14 Kilo, Freunde. Wir haben hier kein Kabel dran. Wir haben also ein Akkugerät mit über 21 Joule. Nämlich, was haben wir hier? Wir haben hier zwei 40 Volt Akkus. Ja, ich zeige euch das mal. Ja, hier Akku Nummer 1 und daneben Akku Nummer 2. Denn wir haben hier ein 80 Volt Gerät. Das heißt, zwei XGT Akkus von Makita kommen hier rein, ergeben zusammen ein 80 Volt Gerät. Und Makita verspricht hier eine Leistung ebenbürtig mit Kabelgeräten. Und das will ich doch gleich mal ausprobieren. Eine letzte Sache noch, die man zu dem Gerät sagen kann, und zwar ist das Thema Geschwindigkeit. Du kannst hier bei dem Regler noch einstellen, in welcher Geschwindigkeit das Ganze laufen soll. Ja? Von der langsamsten hier bis zur schnellsten. So, wenn ihr noch mehr Fragen zu dem Gerät habt, die mir noch nicht eingefallen sind, schreibt es mal auch unten in die Kommentare. Ich gehe jetzt endlich raus und zwar meißel ich diesen Block. Was sagt man dazu? Ins Nirvana. Das hat Spaß gemacht. Ich durfte leider nur die Hälfte machen, die andere Hälfte hat Daniel gemacht. Also richtig Spaß gemacht, aber den so zu filetieren quasi. Also das war mal ein Sturz hier bei uns vom Abriss von einer Tür. Da haben wir ein paar aufgehoben, genau für den Fall für heute. Und eigentlich muss ich ehrlich sagen, das Ding war zu klein. Also der Sturz war zu klein. Das hat keinen richtigen Spaß gemacht in dem Sinne, dass man auch richtig ein paar Meter machen konnte. Weil das Gerät ist so stark, du hältst das ja nur in die Nähe und dann macht es und dann ist das schon alles wieder weg. Also ich glaube, in Summe haben wir für den ganzen Sturz gebraucht, wenn wir es drauf angelegt hätten und nicht gefilmt, wahrscheinlich 30 Sekunden. Ja, also das ist unfassbar schnell. Also es ist echt erstaunlich, wie viel Kraft hinter einem Akkugerät ist. Nochmal, Akkugerät. Klar, 80 Volt, zwei 40 Volt Akkus hier drin. Falls ich mich zu dem Thema Makita XGT 40 Volt nicht auskennst, dann hier oben habe ich das Link dazu nochmal verlinkt, wo ich das alles nochmal im Detail erklärt habe und vor allem auch, warum gibt es eigentlich 40 Volt und warum nehmen wir hier keine 18 Volt Akkus. Das hat jedenfalls auch Spaß gemacht, in dem Sinne mal zu sehen, was so ein Gerät kann. Und da schreibt bitte mal auch mal unten in die Kommentare, was ich hier mal ausprobieren soll. Weil solche Geräte gibt es ja auch von Dewalt, auch von Bosch und von was auch immer. Ja? Soll ich mal da einen großen Vergleich machen, aber dann brauchen wir, glaube ich, wesentlich größere Betonblöcke, um mal zu schauen, wie was ist. Man könnte ja auch zum Beispiel mal einen Langzeittest machen und so weiter und so fort. Auch das schreibt mal bitte alles unten in die Kommentare. Ich muss sagen, ich freue mich so richtig, dass wir das heute gemacht haben, weil das war so richtig so, mal gucken, was als Maximum so geht. Und die Säge hier, haben wir beschlossen, bleibt erstmal bei uns und mal schauen, wo wir die noch alles so einsetzen können. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare und von mir erstmal ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.